Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Tutorial zeige ich euch, was wir machen können, wenn sich unser MacBook nicht mit dem WLAN verbindet oder wenn wir zwar mit dem WLAN verbunden sind, aber dennoch kein Internet haben. Dafür gehen wir hier beim MacBook über die Startseite, über unseren Homebildschirm als allererstes einmal ganz oben links in der Ecke auf dieses kleine Apple-Symbol und öffnen dann hier einmal die Systemeinstellungen. Hier wechseln wir dann natürlich einmal rüber zu dem Punkt WLAN, das sollte der allererste Punkt in dieser Liste sein und hier sehen wir dann auch schon das WLAN, mit dem wir aktuell verbunden sind. Auch wenn ihr Probleme dabei haben solltet, euch mit dem WLAN zu verbinden, wählt das hier aus der Liste mit den Netzwerken, die euch hier vorgeschlagen werden, einfach einmal aus, sodass das hier oben angezeigt wird und wir hier auf die Option Details klicken können. Hier gehen wir dann einmal rüber zu den Proxies und hier müssen wir sicherstellen, dass jeder einzelne Punkt wirklich deaktiviert ist. Falls hier etwas aktiviert ist, dann deaktiviert das einfach, klickt dann zu guter Letzt nochmal auf OK. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir unser WLAN einmal komplett rauswerfen, um es eben im Anschluss wieder ganz neu mit unserem MacBook zu verbinden. Dafür wählen wir das entsprechende Netzwerk hier einfach einmal aus, klicken dann auf diese drei kleinen Punkte hier und wählen dann die Option dieses Netzwerk ignorieren. Das Ganze müssen wir dann nur noch einmal bestätigen und ihr seht schon, dass ich jetzt auch nicht mehr mit meinem WLAN verbunden bin. Als nächstes gehen wir dann wieder einmal ganz oben links hier in diese Ecke auf dieses Apple-Logo, klicken da einmal drauf und wählen dann hier die Option Neustart. Nach dem Neustart klicken wir wieder einmal oben links in der Ecke auf das Apple-Logo, öffnen dann wieder die Systemeinstellungen, wechseln natürlich auch dann wieder rüber zu dem Punkt WLAN und jetzt wählen wir das WLAN, mit dem wir uns verbinden möchten, nochmal aus und klicken hier auf Verbinden. Jetzt müsst ihr an dieser Stelle dann natürlich noch einmal euer Passwort eingeben. In meinem Fall kann ich das Passwort jetzt direkt von meinem iPhone hier auf mein MacBook übertragen. Ich teile das Ganze also einfach einmal kurz und bin dann auch direkt verbunden. Wenn ihr das WLAN-Passwort nicht teilen könnt, dann tragt das da einfach einmal ein. Im Optimalfall klappt bei euch jetzt auch direkt schon alles. Wenn nicht, dann klicken wir hier nochmal auf den Punkt Details, gehen dann jetzt einmal rüber zu der Option DNS und hier sehen wir dann unsere aktuelle Adresse sozusagen, unseren aktuellen DNS-Server. Hier klicken wir dann einfach einmal auf das Plus und hinterlegen dann zwei DNS-Adressen und zwar einmal 8.8.8.8 und dann fügen wir noch eine neue oder eine weitere Adresse hinzu und zwar 4.2.2.2. Das sind die beiden Adressen, die wir hier als DNS-Server hinterlegen. Dann klicken wir nochmal auf OK. Wenn ihr jetzt aber immer noch das Problem habt, dass ihr euch nicht mit dem WLAN verbinden könnt oder dass das WLAN einfach nicht funktioniert, sprich, dass ihr zwar mit dem WLAN verbunden seid, aber kein Internet habt, da macht einmal Folgendes. Und zwar halten wir die Option-Taste auf unserer Tastatur vom MacBook einmal gedrückt, klicken dann hier oben auf das WLAN-Symbol und wählen dann hier diese Option Diagnose für drahtlose Umgebungen öffnen. Da klicken wir einmal drauf. Klicken dann hier auf Fortfahren, dann lädt das Ganze einmal ganz kurz und was jetzt hier im Hintergrund im Prinzip passiert ist, dass Apple einmal eine Diagnose durchführt, Probleme erkennt, die es hier mit unserem MacBook in Kombination mit dem WLAN gibt und diese Probleme dann auch automatisch behebt. Hier lassen wir dann den ersten Punkt ausgewählt, meine WLAN-Verbindung analysieren, klicken dann nochmal auf Fortfahren und dann läuft das Ganze hier im Hintergrund einmal durch. Ich will euch an dieser Stelle noch den Hinweis geben, dass es natürlich auch immer mal sein kann, gerade wenn ihr irgendwie mit öffentlichen Netzwerken verbunden seid, beispielsweise auch ganz häufig in Hotels, dass ihr zwar mit dem WLAN verbunden seid und hier oben beim WLAN-Symbol auch 2 oder 3 Balken seht, das Internet aber einfach unheimlich schlecht ist und ihr deswegen beispielsweise gar kein Internet oder nur sehr, sehr langsames Internet habt. Lasst das hier mal ein bisschen durchlaufen, wenn keine Fehler gefunden werden nach 1-2 Minuten, dann klickt ihr einfach einmal auf Fortfahren und dann könnt ihr das Ganze auch schon wieder stoppen. So einfach können wir also den Fehler beheben, dass sich unser MacBook nicht mit dem WLAN verbindet. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.